Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mein Bullet Journal Setup für den Monat Oktober. Wie immer beginne ich mit dem Deckblatt, auf dem der Name des Monats zu stehen kommt und ein Kalender. Welche Stifte ich verwende, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alles nachlesen, wenn euch das interessiert. Ich zeichne zuerst die Konturen eines herbstlichen Kranzes vor und färbe sie anschließend mit Aquarellfarben. Natürlich kann man auch andere Stifte nehmen, Buntstifte oder auch Filzstifte, da das Papier eigentlich nicht für Wasserfarben geeignet ist. Ihr könnt an einer unauffälligen Stelle gerne einmal ausprobieren, womit es für euch am besten passt. Das Thema dieses Monats ist Herbst, wie ihr seht. Und da im Oktober bekanntlich Halloween gefeiert wird, werdet ihr dieses Thema auch in meinem Setup finden, je weiter ihr nach hinten blättert. Ich kann ehrlich gesagt noch gar nicht so recht glauben, dass bald schon Oktober ist. Das Jahr ist trotz allem wieder mal schnell vergangen. Schade, dass der Sommer schon wieder vorbei ist, aber ich mag den gemütlichen Herbst eigentlich auch sehr, sehr gerne. Vor allem, weil die Natur sich in allen möglichen Farben zeigt, was ich auch in dieser Illustration mit aufnehme. Ein bisschen Grün und verschiedene warme Töne von Gelb über Rot und Orange zu Braun. Auf der nächsten Seite kommt wieder eine Dutch Door. Um die Illustration auf der dahinterliegenden Seite gleich hinzubekommen, konturiere ich die Kürbisse mit Bleistift, der sich auf die untere Seite durchdrückt. Und so kann ich ganz einfach die Linie nachfahren. Dadurch sind beide Seiten gleich. Anschließend aquarelliere ich die Kürbisse wieder in warmen Gelb-, Orange- und Rottönen und mache auf der hinteren Seite weiter. Allerdings muss ich ein bisschen aufpassen, da die Seiten doch recht nass geworden sind durch die Wasserfarben. Ich verstecke Ausgaben und Einnahmen ganz gerne hinter der Tür, damit sie nicht jeder gleich sieht, sobald ich die Seite aufschlage. Das Lettering mache ich mit einem Pinselstift, der jedoch nicht wasserfest ist, daher muss ich ein wenig aufpassen. Auf der nächsten Seite mache ich mit Aquarell weiter und zeichne kleine Icons. Wie ihr seht, male ich manchmal erst die Kontur und manchmal beginne ich direkt mit Aquarell. Aber meistens sind die Illustrationen schon mit Bleistift vorgezeichnet, damit ich schon von Anfang an ein schönes Gesamtbild planen kann. Bei dem Geist gefiel mir der Mund nicht so, deshalb habe ich ihn wieder mit Aquarell ein bisschen verwischt. Das ist auch der Vorteil an Aquarell, es ist nicht klar und eher fließend und so kann man Details ganz einfach wieder mit etwas Wasser auflösen und kleine Fehler ausbessern. Später werde ich nochmal mit Fineliner darüber gehen. Danach habe ich mit einem Fineliner die Kästchen für die einzelnen Wochentage gezeichnet. Ich gehe nicht immer so chaotisch vor. Meistens mache ich eine Seite komplett fertig, bevor ich zur nächsten Seite übergehe. Aber manchmal hilft mir das Erstellen der Struktur auch dabei, mir Gedanken über die Illustrationen zu machen, die ich später noch einzeichnen werde. Und mit Aquarellfarben muss man halt auch etwas flexibler sein. In meinem Journal wechsle ich zwischen vielen Stiften hin und her. Eigentlich mag ich alle Fineliner. Sie sollten nur wasserfest sein, wenn man sie mit Aquarell kombiniert.
Wie ihr seht, erstelle ich auch in den Wochenübersichten gerne einen Kalender, damit man weiß, in welcher Woche man sich befindet. Das mache ich allerdings nicht immer. Je weiter ich an das Ende des Monats komme, desto Halloween-lastiger wird der Monat. Am Ende werden es sogar nur noch Icons. Ich hatte auch schon überlegt, einfach Sticker aufzukleben, zum Beispiel meine Halloween-Sticker, die ihr in meinem Shop findet. Aber dann dachte ich, dass es schöner wäre, mit Aquarell zu enden, weil ich ja auch mit Aquarell angefangen habe. Schließlich blättere ich nochmal zurück und vervollständige die Seiten mit dem Lettering der einzelnen Tage. Wie gesagt, ich arbeite nicht immer so chaotisch. Nur bei Aquarellen muss man halt auch abwarten, bis die Seiten getrocknet sind. Wie ihr seht, ist eben die Wasserfarbe getrocknet und ich kann die Seiten jetzt mit dem Feinliner bearbeiten und die Konturen der Illustrationen nochmal nachzeichnen. Jetzt werden auch alle Illustrationen immer mehr so, wie ich sie mir anfangs vorgestellt hatte. Außerdem kann ich nochmal mit Aquarellfarben über die Illustrationen gehen, damit sie klarer hervorstechen. Mit Aquarell ist es ja so, dass man in mehreren Ebenen arbeitet, von hell nach dunkel. Das heißt, erst zeichnet man die Lichtpunkte und hellen Stellen und dann mit weiteren Layern die Schatten. Ich hatte ja auch noch ein paar Stellen freigelassen für weitere Illustrationen und komme jetzt endlich dazu, meinen kleinen Friedhof als eine Art Muster zu erstellen. Auf der anderen Seite kommt ein Totenkopfmuster. Ich hatte richtig Spaß daran, dem Monat einen kleinen Gruselfaktor zu verleihen. Wieder beginne ich mit hellem Aquarell, male anschließend die Konturen nochmal nach, um allem ein bisschen mehr Klarheit zu verschaffen, was bei Aquarell leider manchmal etwas schwieriger ist.
Auf der nächsten Seite mache ich es genau umgekehrt. Ich beginne mit den Konturen und färbe dann wieder alles mit Aquarell. Schaut einfach, wie es für euch am besten oder am einfachsten ist. Auch hier hat es mir Spaß gemacht, den Kürbissen ein paar gruselige Gesichter zu verleihen. Hier gebe ich dem Ganzen noch ein bisschen Farbe. Und das war es eigentlich auch schon. Das reicht. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen.